Was ist eine Familienaufstellung und wohin kann sie führen? Und für wen ist eine Familienaufstellung geeignet? Das sind alles wichtige Punkte, wichtige Fragen. Ist ein Mensch frei? Von Geburt auf frei? Nein, keiner ist frei. Denn wir haben eine Mutter, einen Vater, wir haben Großeltern, wir haben Geschwister und alle Personen, die vor uns da waren, haben einen ganz bestimmten Einfluss auf die Familie. Und heutzutage geht es uns ja allen gut. Aber es war nicht immer so. Viele Ungerechtigkeiten, die passiert sind, sei es in der Arbeit, privat, beruflich, und die nicht gelöst wurden und nicht anerkannt worden sind, die haben ihre Wirkung und setzen sich fort. Immer in die letzte Generation. Vielleicht bist genau du die Person, die von der Vergangenheit in die Pflicht genommen worden ist, um das zu lösen, was bis jetzt noch niemand gelöst hat. Ist die Familienaufstellung ein Allheilmittel? Nein und ja. Denn dir wird etwas gezeigt, offenbart, welche Dynamik in deiner Familie herrscht. Ob du dann handelst entsprechend, was dir gesagt worden und gezeigt wurde, das bleibt an dir. Denn ohne Handlung wird sich nicht sehr viel verändern. Du kriegst den Blick, es wird dir offenbart, doch keiner wird für dich etwas verändern. Wenn du bereit bist, die Verantwortung für dich zu sehen, zu übernehmen und in die Handlung, in die Aktion zu gehen, je nachdem, aus dem Bild der Aufstellung abgeleitet, wirst du nie mehr die gleiche Person sein wie zuvor. Wer war Bert Hellinger? Diese Frage hier in einigen Sätzen zu beantworten, ist fast unmöglich. Denn ein großer Mensch, ein Revolutionär, so wie er sich selbst genannt hat, ein Ikonoklast, ein Bilderstürmer. Er hat die Bilder zerschlagen, die andere Menschen aufgebaut haben und sich danach gerichtet haben. Er war Ordensmann, Priester, Missionar, Psychoanalytiker und er war Erfinder und Entdecker des Familienstellens. Natürlich gab es vorher bereits Gestalttherapien oder von Virginia Satir, wo man auch Personen hingestellt hat, oder Gestalttherapie. Aber das hat mit dem Familienstellen, so wie es Bert Hellinger entwickelt hat, wenig zu tun, wirklich wenig. Denn er hatte dann entdeckt, dass alles, was im Leben existiert, bestimmten vorgegebenen Ordnungen folgt, ob wir sie kennen oder nicht. Eine Pflanze folgt einer Ordnung, wie sie wachsen muss. Ein Körper, eine Körperzelle folgt vorgegebenen Ordnungen, wie sie sich entwickeln muss, dass sie ein Teil dieses Körpers wird und dazu beitragen kann. Und im Familienstellen ist es genauso. Jeder Mensch gehört einer Familie an. Du kommst aus einer Familie, auch wenn du vielleicht deinen Vater nie kennengelernt hast, war es trotzdem ein Paar und eine Paarbeziehung, aus der du entstanden bist. Und deshalb gehörst du diesem System von deiner Mutter und dem System von deinem Vater an. Und das hat Bert Hellinger bis in die kleinsten Details erforscht, wie das vor sich geht, wie es sich verhält, wenn jemand gegen die Ordnungen verstößt, welchen Preis es kostet, und wenn du die Ordnungen anerkennst, wie das Leben leicht, einfach, zufrieden, glücklich und erfolgreich werden kann. Und das Ganze zusammengefasst in einem Wort heißt Familienstellen. Wer ist Sophie Hellinger heute? Das soll ich selbst von mir sagen? Nun ja, ich glaube, ich habe gefunden, wonach ich unbewusst gesucht habe. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nach irgendetwas suche, denn ich hatte ja alles.
alles selbst erworben, selbst geschaffen, selbst gebaut, selbst entwickelt. Und jetzt sitze ich da und soll dir erzählen, wer ich heute bin. Familienaufstellerin als erstes, Begleiterin für dich in schwierigen Situationen, wenn du möchtest, wenn du willst. Häufig auch eine Repräsentantin deiner eigenen Mutter, die du auf mich projizierst, sei sie gut oder schlecht für dich gewesen. Ich bin immer noch neugierig, sehr wissensdurstig. Ich weiß, es geht immer weiter. Ausruhen und Faulheit ist nicht mein Ding. Und ich freue mich, wenn ich etwas Neues entdecken darf und Menschen bereit sind, sich mir anzuvertrauen und dass wir gemeinsam ein gutes Ziel finden können, dass du ausprobieren kannst, was ich zuvor an mir selbst ausprobiert habe und was sich als gut herausgestellt hat. Also ich möchte sagen, ich bin ein Wegweiser, ein Richtungsweiser, eine Unterstützerin und dass ich klar mit meinen Worten bin. Manche Personen mögen das nicht so gerne, aber ich finde, in der Klarheit liegt die Kraft, in der Klarheit ist die Vision und in der Klarheit, die Bewegung beinhaltet, liegt die Zukunft. Und zwar eine gute Zukunft, eine erfolgreiche. Gehen muss jeder andere so und so selbst. Ich kann nur unterstützen, zeigen und dich aufmerksam machen, was besser wäre, wenn du bereit bist. Bin ich gerne für jeden Menschen da. Für welche Lebensthemen sind Aufstellungen geeignet? Um die Frage ganz kurz zu beantworten, würde ich sagen, es gibt kein Thema, wofür eine Aufstellung nicht geeignet ist. Sie eignet sich für alle Themen. Themen, die mir ganz besonders am Herzen liegen, sind immer Kinder, denn die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn Kinder keinen Halt finden, kein gutes Vorbild haben, keine Grenzen gesetzt bekommen, dann wird es im späteren Leben schwierig. Das zweite Thema ist Liebe. Liebe ist alles. Liebe zwischen Mann und Frau, Liebe zur Arbeit, Liebe zur Natur und in allererster Linie Liebe zu dir selbst. Und diese Frage möchte ich, dass du dir die selbst stellst. Liebe ich mich? Liebe ich mich wirklich? Denn nur dann, wenn du in der Lage bist, dich selbst zu lieben, kannst du andere lieben. Dann Familienstellen für Entscheidungsfragen. Super gut geeignet, sei es im Business, privat, auf die Zukunft ausgerichtet oder Entscheidungen den Körper der Gesundheit betreffend. Soll ich dieses oder jenes tun? Denn manchmal ist es wirklich schwer, sich zu entscheiden. Und das Familienstellen zeigt dir innerhalb von ein paar Minuten, dieser Weg ist unterstützend und der andere wird schwierig. Familienstellen, wofür eignet es sich noch? Um zu sehen, wie ich mein Leben gestalten soll. In diesem Land, in jenem Land, mit diesem Mann, mit dieser Frau, in diesem Beruf oder in jenem Beruf oder überhaupt die Berufswahl. Welches Land sagt meinem Innersten besser zu? Wo kann ich erfolgreicher sein? Welche Themen? Oder stelle ich diesen Mitarbeiter ein oder jenen? Und noch was. Unternehmer. Häufig gibt es Probleme in einem Unternehmen,
zwischen den Angestellten. Und da kann das Familienstellen die Ordnung wiederherstellen. Entweder muss jemand gehen oder eine andere Stelle einnehmen, einen anderen Platz in einem Unternehmen. Also Familienstellen erspart viel Zeit, erspart viel Geld, ist zugewandt und freundlich, nicht wertend, nicht urteilend, sondern unterstützend und wegweisend. Wenn du also Zeit, Geld, Ärger, Schmerz und Leid dir ersparen willst, dann wäre es für dich selbst das größte Geschenk, wenn du dich mit den Ordnungen der Liebe, mit den Basisgesetzen des Lebens beschäftigst. Und somit kann ich sagen, es gibt kein Thema, für das Familienstellen nicht ein einmaliges Werkzeug ist, um Klarheit zu schaffen, um kraftvoll in die Zukunft zu gehen. Was unterscheidet eine Aufstellung zwischen der klassischen Gesprächstherapie? Der Unterschied ist gewaltig. Denn in der neuen Form der Aufstellung brauche ich kein großes Gespräch davor. In der klassischen Familienaufstellung hat man das sehr wohl gemacht, zu Beginn. Aber heute, im geistigen, im energetischen Familienstellen, braucht die Person mir gar nichts zu sagen. Es reicht, wenn sie mir sagt, es geht mir nicht gut. Ich brauche Unterstützung. Dann stelle ich die Person selbst hin. Und häufig, nur nach einigen Minuten, macht die Person selbst eine Bewegung, die all ihre Hintergründe offenbart. Zum Beispiel, sie schaut auf den Boden, senkt ihren Blick auf den Boden und schaut nicht mehr weg. Das bedeutet, sie schaut auf eine tote Person. Und dann wird es im Leben äußerst kompliziert und schwierig. Denn ihr innerer Antrieb, ihr innerer Motor ist, zu verschwinden, zu dieser Person zu gehen. Und dann können wir häufig sehen, Personen haben Unfälle, Krankheiten. Und wenn dieser Hintergrund nicht aufgedeckt wird, setzt sich das endlos fort, bis sie wirklich verschwindet. Aus Liebe, aus einer blinden Liebe, folgt sie der inneren Bewegung. Das sind Dynamiken, systemische Dynamiken, die etwas heute in Ordnung bringen möchten, mit den heutigen Menschen in der jetzigen Zeit etwas in Ordnung bringen möchten, was vor längerer Zeit passiert ist und gegen die Ordnung verstoßen worden ist. Du musst gar nicht wissen, wer das ist, aber häufig weißt du sofort, um wen es sich handelt. Und der innere Drang, die Bewegung ist, dich dahin zu legen, zu dieser Person zu gehen. Das kann man in einem Gespräch nicht aufdecken, denn das ist eine Freigabe aus dem Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein ist mit dem Verstand nicht zugänglich, aber der Körper kann nicht lügen. Und es verrät, deine Körperbewegungen verraten, denn die sind der Hinweis, wohin es dich zieht, welche Dynamik in dir wirkt, von der du bewusst nichts weißt. Du weißt nur, ich habe permanent Unfälle oder ich bin des Öfteren krank, mein Immunsystem ist nicht so gut und manchmal sind es lebensbedrohliche Krankheiten und da kannst du gar nichts tun, denn das Unterbewusstsein führt und du folgst. Da kannst du von einem Arzt zum anderen gehen, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, so viel du willst. Dein Körper wird sich weigern, das aufzunehmen, weil das Unterbewusstsein die Führung hat und dein Geist gehorcht. Also, der Unterschied zwischen Sprechen und Aufstellen, das sind zwei verschiedene Ebenen. Und manche Menschen wollen sprechen und es geht ihnen danach besser. Ob sich was verändert, weiß ich nicht.
Aber manchen reicht es einfach, mit jemandem zu reden, der wertfrei und neutral zuhört. Beim Familienstellen brauchen wir das nicht. Und deshalb ist es eine Instant-Erkennungstechnik, wo die Ursache deiner Probleme sitzt. Ob du sie verändern willst oder nicht, das bleibt dann immer noch bei dir. Aber dein innerstes Gebäude, dein innerstes Gerüst, deine Vorstellung, das wird erschüttert, das wie ein Erdbeben. Und die meisten sagen, nein, ich will nicht sterben. Das ist lächerlich. Das ist oberflächlich. Innerlich bist du einem System ausgesetzt, du bist dem verbunden und kein Mensch ist frei. Keiner ist frei. Wir gehören zu einer Familie, wir gehören zu einem System, wir gehören zu einer Kultur, zu einer Sprache und häufig auch noch zu einer Religion oder zu einer Weltanschauung. Und du bist nicht frei. Und dem unterliegst du. Muss ich an etwas glauben, dass es funktioniert? Grundsätzlich sage ich, nein, du musst überhaupt nichts glauben, denn du siehst es. Doch für den Menschen, der glaubt, wird die Wirkung um vieles stärker sein und verstärkt sich auswirken. Denn der Glaube ist eine enorme Kraft. Und wenn du an etwas glaubst, bejahst du es und du sagst ja. Und wenn du davon überzeugt bist, dann wirken dadurch innere Bilder, innere Gefühle. Und deshalb, wenn du glaubst, wird das Ergebnis größer sein. Wenn du nicht glaubst, kriegst du auch das gleiche Ergebnis. Nur ob du es zulässt, das bleibt dann bei dir. Du hast bis jetzt zugeschaut. Vielleicht hast du das eine oder das andere Thema spannend empfunden. Oder bist sogar in Resonanz gegangen. Oder war es eine Information, die du in deinem Beruf gebrauchen kannst? Ich kann dir nur sagen, Familienstellen so kurz zu erklären, ist ein Projekt, das fast unmöglich ist. Aber dennoch, Worte sind ja immer nur ein Ersatz für das, was wir fühlen, spüren, wohin wir gehen wollen, dass wir möglicherweise auch abgeholt werden wollen, gesehen werden wollen und erkannt werden wollen, wer wir wirklich sind. Und ich spreche nicht weiter, wer wir sind, sondern wie wir sind. Und dieses Wie, darauf kommt es im Leben an. Ich würde mich freuen, wenn auch du in deinem Leben durch das Familienstellen, durch die Erkenntnisse einen Vorteil haben kannst, damit dein Leben auch leichter und einfacher wird. Und vielleicht hast du gesagt, das Leben bringt gar nicht so viel. Doch, ich sag dir, wenn du diese Grenze überschreitest, da wartet eine andere Kraft auf dich, eine andere Energie, ein anderes Wissen, eine andere Weisheit und das Wichtigste, eine andere Liebe, eine wertfreie Liebe. Und das kann man mit Worten nicht beschreiben. Wenn du Freude daran hast, Interesse hast, freue ich mich, dich irgendwann zu sehen oder von dir zu hören. Du findest mich. Mein Name ist Sophie Hellinger und wenn du willst, bin ich für dich da. Und zwar immer für dich da. Und wie? Natürlich mit Liebe und Respekt.